einfach spektakulär. Also das muss man gesehen haben. Nur Sterne, Millionen der Sterne. Literally could not ask for anything better. Yeah. Perfect. Light, reflections, flamingos. I'm very happy. Ja, schönen guten Abend aus Bolivien, aus La Paz. Wir sind zum Sunset nach El Alto hochgefahren mit der Gondola. Sind jetzt auf ungefähr 4000 Metern Höhe und das merkt man schon richtig. Und wir haben hier so einen Aussichtsturm gefunden mit mehreren Plattformen und haben uns hier so ein bisschen verteilt. Und ja, machen Sunset-Shoot, beziehungsweise dafür waren wir eigentlich ein bisschen spät. Machen jetzt so ein bisschen Blue Hour und haben einen Timelapse laufen. Und ja, ist der erste Abend mit der Tour von Brandon Ransom und Greg Snell. Wir sind hier für ein Fotoabenteuer mit Olli, mit euch. Und ich glaube, wir haben ein paar Tage in das Saltflats. Oh ja. Das, glaube ich, mit das Wetter, ein Traum. Wie mein Deutsch. Es ist schon sehr, sehr spannend. Also La Paz ist eine heftige, aber auch sehr spannende Stadt. Und ich bin mal sehr gespannt, was in Bolivien uns noch erwartet die nächsten Tage. Bis später. Guten Morgen vom Valle de las Animas. Ja, wir sind heute hier zum Sonnenaufgang rausgefahren mit so einer kleinen Gruppe und hier auf so einen ersten Viewpoint. Der ist jetzt zum Fotografieren nicht so spektakulär, aber hier kann man ganz gut die Drohne starten lassen, denn dieses Tal oder diese Täler hier sind sehr spektakulär mit ihren spitzen, scharfen Felsformationen. Ja, und da kann man super Drohnenaufnahmen machen und da werden wir jetzt gleich mal ein bisschen näher ranfahren oder vielleicht so reingehen. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Ansonsten verzeiht, dass ich glänze wie eine Speckbulette. Aber ich habe gestern mir einen ordentlichen Sonnenbrand in La Paz eingefangen und habe mich heute entsprechend dick eingeschmiert. Ja, bin sehr gespannt, wie es gleich weitergeht. Bis später.
Ja, schönen guten Morgen vom El Alto Airport in La Paz. Wir checken jetzt ein und sind ein bisschen nervös, denn hier die lokale Fluggesellschaft, die erlaubt uns maximal 7 Kilo Handgepäck und ich glaube, niemand hat so wenig dabei. Die schwersten Handgepäck-Koffer oder Rucksäcke haben so 14, 15 Kilo, meine auch. Es wird also spannend, ob die uns an Bord lassen und wenn das alles klappt, dann sehen wir uns später aus Uyuni von den Salt Flats. Bis später. Ja, sie lassen uns trotz unseres Übergepäcks an Bord. Cool. Damn it, Art. You were wrong. It's 3-3. Well, the internet was wrong. ChatGPT was wrong. Zero with the destination to the city of Uyuni. We request all passengers to locate their seats. Adios. Ja, angekommen in Uyuni. Hier wird das Gepäck noch händisch ausgeladen. Hier gibt es also keinen Gepäckband oder so. Ja, willkommen vom Hotel Luna Salada in Uyuni, direkt am Rande der Salzwüste. Hier werden wir die nächsten 2 Nächte verbringen. Ja, das Besondere an dem Hotel ist, es ist fast komplett aus Salzstein gebaut. Also das ist schon ziemlich spektakulär. Habe ich sonst noch nicht irgendwo gesehen. Willkommen von der Salado Uyuni, der Salzwüste in der Mitte von Bolivien. Wir sind hier auf 3600 Metern Höhe und ich glaube, man hört es auch, ich bin ein bisschen außer Puste. Und ja, es ist fantastisch spektakulär. Es ist die größte Salzwüste der Welt. Und in den letzten Tagen und Wochen hat es hier ordentlich geregnet, denn deswegen ist hier ordentlich Wasser auf dieser Salzkruste. Und vielleicht ein bisschen zu viel, müssen wir mal gucken. Denn wir wollen natürlich hier mit Spiegelung arbeiten und dafür fehlen uns jetzt noch ein paar Wolken. Vielleicht kommen die heute Abend noch rein. Wir hatten jetzt hier gerade Lunch, sehr nett vorbereitet, mitten hier auf im Wasser eigentlich. Also wir laufen mit Gummistiefeln rum und es ist einfach spektakulär. Also das muss man gesehen haben. Es ist was man sonst in der Form nicht nochmal findet.
Can I pass? Yeah. No! So, erster Abend hier erfolgreich auf den Salt Flats, Sonnenuntergangsshooting. Haben keine Wolken bekommen, aber es waren trotzdem ziemlich coole Farben und es war eine Menge Flamingos unterwegs, die wir fotografiert und gefilmt haben. Und ja, ein bisschen Drohne geflogen und das macht schon richtig Spaß hier. Jetzt warten wir noch ein bisschen, kriegen glaube ich ein paar Snacks noch geliefert, ein bisschen was zu trinken und ja, für den ersten Tag doch echt schon ganz cool. Little bit of munchies. Just after sunset, first day on the Salt Flats. Das ist cool, ne? Man, those flamingos, they're the highlight for me. I think I got some great photos. Just flock after flock of flamingos flying across with these perfect reflections. That was really cool, man. Ganz geil. Das ist gut. That was Ganz very geil. cool. Ganz Very good. geil. Ja, schönen guten Morgen von Salado Uyuni nochmal. Letzter Morgen hier heute und ja, wir waren schon um 3 Uhr heute Nacht hier draußen, um die Milchstraße zu fotografieren und mittlerweile habe ich auch ordentlich Wasser in den Stiefeln, nicht nur ich, der andere auch und es ist ganz schön kalt. Ja, trotzdem richtig schönes Licht hier heute Morgen und ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch wenn ich, glaube ich, mal wieder nur 2 Stunden geschlafen habe oder so. Also das ist wirklich ein Trip mit minimal bis keinem Schlaf. Ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Bis später vom Altiplano. Wir machen einen kleinen Zwischenstopp in Uyuni, um noch ein paar Getränke und Snacks einzukaufen, denn von hier aus geht es direkt ins Altiplano und da gibt es nicht mehr viel an Zivilisation. Bis später.
So, erste Nacht im Altiplano. Wir sind im Eco-Hotel Los Flamencos. Ganz schön wild. Hier ist nachts kein Strom. Das heißt, wer nachts aufs Klo muss, sollte eine Taschenlampe mitnehmen. Und ja, ansonsten pfeift hier der Wind und ich habe ein Zimmer mit 3 Betten bekommen. Warum auch immer. Aber es ist wahnsinnig toll gelegen hier oberhalb von so einer Lagune. Also die Lage, die reißt es wirklich raus. Und ich glaube, wir werden morgen noch eine Unterkunft haben, die noch deutlich einfacher sein wird als die hier. Insofern, es bleibt spannend. Einen wunderschönen guten Morgen von der Laguna Hedionda mitten im Altiplano. Ja, auf über 4200 Metern Höhe hatten wir heute Morgen einen wunderschönen Sonnenaufgang. Also es ist komplett klarer Himmel, aber es gab ein tolles Alpenglühen und hier auf dieser Höhe ist halt das Licht auch nochmal viel klarer, als man es sonst gewohnt ist. Aber man hört, die Höhe ist nach wie vor ein Thema. Ich habe immer noch nicht wirklich gut geschlafen und ja, bin außer Puste, aber so ist es halt. Ich glaube, das wird sich auch auf dem Trip nicht mehr ändern. Ja, bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Bis später. Alright, good morning everyone. It's time to hit the road. Say goodbye to Laguna Hedionda. And we are driving towards the Siloli Desert through the Altiplano of Bolivia. Lots to see along the route, including another Laguna, Laguna Honda. Lots of flamingos, beautiful weather today. So sit back and enjoy the ride. It's going to be a good one. Over. So, erster richtiger Stopp für heute, diese wunderbaren bunten Berge. Erinnert so ein bisschen an die Rainbow Mountains oder auch an Death Valley. Hier oben auf, ich glaube, 4500 Meter Höhe. Und wir sind hier schon mit der Drohne rumgeheizt. Und ja, fantastische Landschaft. Also unglaublich. Wie nicht von dieser Welt.
Angekommen in unserer nächsten Unterkunft, im Hostel San Bernardo, ganz in der Nähe der Laguna Colorada. Und ja, hier sind wir 2 Nächte. Und es ist, wie Greg sagen würde, rough. Aber wir haben zumindest in den Zimmern ein Bad und eine Dusche. Strom gibt es nur abends, also irgendwie nur für 3-4 Stunden. Müssen wir halt sehen, dass wir unsere Sachen dann geladen kriegen. Und ja, ich denke, es ist aber ganz okay. Und wir hatten eigentlich mit Schlimmerem noch gerechnet. Und jetzt geht es gleich zur Laguna Colorada zum Sonnenuntergang. So, Sonnenuntergang an der Laguna Colorada. Und zum ersten Mal ist hier richtig was los. Da sind jede Menge Cars und jede Menge Trucks und Jeeps und so weiter. Ja, und wir haben uns hier oben auf diesem Hügel platziert, machen Timelapses und warten auf den Sonnenuntergang. Der sieht nämlich ziemlich gut aus. Wir haben zum ersten Mal auch so ein bisschen Wolken im Himmel. Also das könnte richtig gute Farben geben. Und ja, also dieser Viewpoint, generell diese Laguna ist schon spektakulär, muss man sagen. Also sieht cool aus. Ich glaube, der Timelapse könnte was werden. Bis später. Ja, guten Morgen von der Laguna Colorada nochmal wieder. Vom gleichen Viewpoint, wo wir schon 2-mal waren. Einmal für Sunset und einmal für Astro. Und es ist schweinekalt, aber wir haben gerade richtig tolle Pastellfarben am Himmel gehabt. Und ja, das sind so die Sonnenaufgänge, wo es sich lohnt aufzustehen, auch wenn man eigentlich lieber im Bett bleiben will. Also fantastisches Licht heute Morgen hier. Wunderschönen guten Morgen, Leute. Wir sind hier wieder, Laguna Colorada, Bolivia. Und das Licht heute Morgen ist absolut wahnsinnig schön. Und wir sind auch glücklich vorgestern, Olli, mit die Sterne, die Astrofotografie. Die Milchstraße genau hinter uns. Keine Wolke, keine Licht, nur Sterne, Millionen der Sterne. Hello. Good morning. How did you like the sunrise? That was pretty awesome. Right, Yeah, huh? you can't really ask for better conditions. Light, reflections, flamingos. I'm very happy. Yeah, me too. And cold. My fingers aren't in my gloves.
Ja, jetzt sind wir hier ganz im Süden von Bolivien an der Laguna Verde, kurz vor der Grenze nach Chile und ja, es ist fantastisch. Also die Farben unglaublich. Ich habe mal wieder seit längerem Polfilter im Einsatz und ich würde euch das gerne von oben mit der Drohne zeigen. Ist leider Drohnenflugsverbot, aber fantastisch. Also, und es ist wieder über 4000, ich glaube 4500 Meter hoch und der Vulkan hier unter hat 6000 Meter Höhe. Wahnsinn. Vámonos! Nächster Stopp von uns heute die Laguna Bianca, also die Weiße Lagune. Die ist noch ein bisschen weiter südlich, direkt an der Grenze nach Chile quasi und das ist wahnsinnig schön hier unten. Also wir sind hier von oben von so einem Aussichtspunkt runtergelaufen und hier unten ist so ein bisschen ja, Sumpflandschaft und da schlängelt sich ein bisschen Frischwasser so bachförmig in die Lagune und im Hintergrund die Vulkanberge, davor schwimmen ein paar Flamingos, also schöner kann man es eigentlich sich nicht vorstellen. Wir sind auch hier ganz bewusst tagsüber und nicht abends, denn die Farben, also diese wirklich knalligen Farben, die kommen bei Tag eigentlich noch mehr raus, als wenn man die irgendwie beim Abendhimmel oder beim Morgenrot oder so fotografiert. Ja, Sonnenuntergang heute an der Salvador Dali Desert. Wir haben ein ziemlich hartes Licht. Die Sonne ist auch schon auf der einen Seite hinter den Felsen untergegangen und scheint jetzt die andere Seite so ein bisschen an. Das heißt, wir haben harte Schatten, die quasi minütlich, eigentlich fast sogar sekündlich wechseln und die versuche ich mit dem Zeitraffer jetzt gerade mal aufzunehmen und picke mir so ein paar Details mit dem Teleobjektiv raus. Könnte vielleicht sogar auch in Schwarz-Weiß funktionieren, aber das ist, glaube ich, eher nichts für mich. Bis später. So, wir verlassen jetzt die Region der Laguna Colorada und fahren jetzt nach Villa del Mar in eine etwas unbekanntere Ecke vom Altiplano. Gerade werden die Autos beladen, betankt, spannend. Bis später. Harry Condor is just laughing at the insanity that is Team Shimoda. It says, where angels fear to tread, Team Shimoda is there. Yeah. Shimoda Party. Alles Shimoda Rucksäcke. Vicuña for dinner. Oh, I got it.
angekommen in Villa Mar. Das ist unsere Unterkunft für heute und morgen. Ja, mal gucken, ob die schon frei ist oder nicht. Wir packen jetzt mal aus. Number 5, comedian Ryan. Ryan, you're up at number 5. She said all the rooms have baths. Hey. So, nächste Unterkunft im Hospediya Luan. Eigentlich ganz nett, aber manche Toiletten sind ein bisschen anders, sag ich mal. Cool. Wow. This is nice. Bueno. 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 So, heutige Abendlocation Italia Perdida, also das verlassene Italien. Das ist so eine, ja, ich würde schon fast sagen, eine Art Felsenstadt. Das ist so ein Canyon-Gebiet. Erinnert ein bisschen an den USA. Super cool. Wir sind leider ein bisschen zu spät hier, denn die Sonne ist schon hinter den Bergen hinter mir untergegangen und deswegen sind diese ganzen Felsen jetzt im Schatten. Aber es ist ein Spielplatz für Drohnen. Also, wir haben ja schon unglaublich coole Shots gemacht und man hört es wahrscheinlich, einige Drohnen sind noch in der Luft und Brandon und ein paar andere sind hier oben auf die Felsen geklettert. Das traue ich mich jetzt nicht, aber ich habe ein paar Aufnahmen von denen gemacht. Das ist schon richtig cool. Also macht Bock hier, auch wenn es jetzt nicht unbedingt was für reine Fotografie ist. Zumindest nicht bei diesem Licht. Bis später. Wir sind heute mal auf einer kleinen Scouting-Mission unterwegs, sind hier mit 3 Autos zu so einem Canyon gefahren und ja, es ist fantastisch, dieses rot-braune Gestein von dem Canyon. Der Boden ist grün, weil ein kleiner Fluss durchfließt und absolut spektakulär. Ich bin mit der Drohne gerade schon mal richtig durch den Canyon durchgeflogen. Fantastisch. Hier einer der Mitreisenden, der Art, der ist auch mit seiner Drohne geflogen, ist gerade auch schon mal ein bisschen gecrashed. Also es ist gar nicht so einfach hier gerade durch diese steilen, schmalen Canyonwände durchzufliegen, aber es ist absolut spektakulär. Also so, da haben wir den nächsten Kandidaten, der kurz davor ist, seine Drohne zu crashen. Mr. Greg Snell. Hallo Leute. Ist Moin. deine Drohne noch
ganz oder hast du schon einen Crash gemacht? Ich habe keinen Crash gemacht, dankeschön. Ich bin ein sehr gutes Pilot. Das stimmt. Ja, aber das war ein bisschen wie sagt man auf Deutsch? Herzklopfen. Ja, dankeschön. Bist du richtig tief durch den Canyon geflogen? Absolut, ja, natürlich. Ja, im Prinzip, ich glaube, das ist eine neue Lokation für euch, für mich, für unseren Lokal-Bolivianos. Wie sagt man? Drivers. Ja, Fahrer. Fahrer. Ja, die Fahrer auch, unseren Guias. Reiseleitung? Nee. Reiseleitung bist Reiseleitung, ja, ich bin Reiseleitung. Ja. Aber du verstehst. Ja. Mein sehr gutes Deutsch. Nein, das ist sehr geil hier. Es ist wirklich Ganz sehr geil. Ja, jetzt müssen wir langsam los, denn vor uns entsteht so eine Regen-Gewitterwolke, wahrscheinlich nur eine Regenwolke. Aber wir sind hier auf Dirt Roads unterwegs und wollen ja nicht hier übel überrascht werden. Tolles Licht jetzt übrigens. Ja, schönen guten Morgen von Cupo del Mundo. Heute sind wir hier zum Sonnenaufgang rausgefahren. Das ist so eine Felsformation, die so ein bisschen wie der World Cup aussieht. Ja, am Anfang hatten wir ein bisschen diffuses Licht, da eine Wolkenbank den Horizont geblockt hat. Jetzt haben wir harte Schatten und wir haben gerade so ein bisschen Komposition ausprobiert mit dieser Felsformation als Hauptmotiv. Ziemlich coole Region hier, muss man ehrlich sagen, Villa Mar, also wirklich tolle Canyon-Landschaften. Erinnert ziemlich stark an den Südwesten der USA. Kann man, glaube ich, richtig viel, sich viele Tage austoben. Für uns geht es aber heute weiter zurück nach Uyuni. Dort werden wir uns wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, dort werden wir uns den Eisenbahnfriedhof heute Abend anschauen und vielleicht geht es morgen auch nochmal auf die Salzwüste. Bis später.
2 Nächte sind wir hier im Tonito Hotel in Uyuni mit der berühmten Minuteman Pizzeria, die angeblich beste Pizza in ganz Bolivien. Sonntag hier zum Eisenbahnfriedhof rausgefahren. Ziemlich cooles Gelände, riesig groß, unzählige Waggons und Loks und so weiter, die hier vor sich hin rosten. Und wir scouten das Ganze, um nachher, also heute Abend oder heute Nacht, hier die Milchstraße zu fotografieren. Da bieten sich natürlich diese Lokomotiven und verrosteten Wagen als Motiv oder Vordergrund für die Milchstraße sehr, sehr gut an. Also das ist hier definitiv die größte Touristenattraktion, mal abgesehen von der Salzwüste natürlich. Ja, wirklich spektakulär, wirklich cool. Bis später. So, es geht zum letzten Mal auf die Salt Flats. Hoffentlich haben wir ein bisschen Reflexion und Wolken am Himmel. Wir sind gespannt. Ready for the final ride? Yeah, we're going back to the Salt Flats, man. Hopefully, we'll have a bit better conditions. It was really bluebird the first couple of days, remember? Yeah. And now maybe we'll have more clouds, more reflections, We will. less water. Let's see. Yeah, I don't know. Fingers crossed. One thing we are going to have, pizza. Fun and fun. Fun, this is fun. We're having pizza. Che mama rinina. Tura la la ba. Kopana. Lana. Tula ba.
So, zurück auf den South Flats, letzter Abend. Was will man mehr? Wir haben Wolken am Himmel, wir haben Reflexionen, das Wasser ist ein bisschen flacher. Es ist einfach nur episch, auch wenn dieses Wort so oft benutzt wird, aber es ist einfach nur unglaublich. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier nochmal heute rauszufahren. Mega cool. Und es gibt Pizza jetzt hier als verfrühtes Abendessen sozusagen. So Tom, what do you think about the conditions? Yeah. I think they're terrible. How do you say Scheiße? Scheiße. 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 Yeah. Extreme Scheiße, huh? I'm just eating pizza. Apologies. No, this is perfect, man. It's perfect, huh? We were here last week. Blue skies every day. Blue, blue, blue. It was beautiful. It was amazing. But after a few days, it was a bit frustrating. And now, this is epic. Could not ask for anything better. Yeah. Perfect. Yeah. Yeah. Perfect. Trying to get the pizza. Oh no, they're going straight for the pizza. Ja, das war nochmal ein richtig epischer Sonnenuntergang. Was für eine geniale Art, diesen Abend und damit auch diesen Trip zu beenden. Ja, das war's aus Bolivien. Ich hoffe, euch hat das auch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like da, einen Kommentar, ein Abo. Ihr kennt das alles, aber es hilft einfach dem Kanal und damit solche Videos weiter anderen Leuten vorgeschlagen werden. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, wem die Bilder aus Bolivien gefallen haben und wer gerne solche aufwendigen Projekte unterstützen möchte, dem empfehle ich, meinen neuen Bildband Anden zu bestellen. Denn darin findet ihr die schönsten Fotos und spannendsten Storys aus meinen Südamerika-Reisen. Also nach Bolivien, nach Peru, nach Argentinien und nach Chile. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Vielen Dank.